Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, hier bei Comike. Reolink feiert 15 Jahre Geburtstag und die Geschenke bekommt ihr und ich. Eine neue Kamera. Die Reolink Trackmix PoE, die habe ich von Reolink bekommen mit der Bitte, die Kamera doch einmal auf Herz und Nieren zu testen. Mache ich natürlich gerne und nehme euch dabei mit. Ich werde die Funktion, die diese Kamera bietet, in aller Ruhe testen, objektiv bewerten und euch die Ergebnisse zeigen. Tagaufnahmen, Nachtaufnahmen und die besonderen Funktionen, die diese Kamera bietet. Unter anderem habe ich zwei Objektive für ein Weitwinkelblickfeld und natürlich auch den Zoom. Ich habe eine Zwei-Wege-Kommunikation, Mikrofon, Lautsprecher, alles in der Kamera verbaut. Und das Besondere, eine Tracking-Funktion. Die Kamera kann komplett geschwenkt, geneigt werden und sie soll in der Lage sein, den Objekten, die sie erkennt, automatisch zu folgen. Ob das funktioniert? Keine Ahnung. Finden wir es heraus, indem ich die Kamera auf Herz und Nieren teste. Doch bevor ich die Kamera installiere, packe ich die erstmal aus und zeige euch, was im Paket enthalten ist. Und willkommen zurück in meinem Büro. Die Kamera, die habe ich schon mal ausgepackt, denn die ist so gut in der Kiste verpackt, dass ich jedes Mal eine Viertelstunde brauche, um sie überhaupt herauszuholen. Wie ihr sehen könnt, ist das ein ganz schöner Klopper. Die ist nicht so klein wie meine anderen Kameras und vom Gewicht sicherlich 1-2 Kilo. Also wo auch immer ihr die Kamera befestigt, das sollte auf jeden Fall stabil genug sein. Wie ihr auch sehen könnt, ist die Halterung fest mit der Kamera verbaut und ich habe zwei Möglichkeiten, diese Kamera zu befestigen. Zum einen kann ich die Kamera direkt an einer Wand festschrauben über diese beigelegten, über diese Halterung mit den beigefügten Schrauben, denn die sind komplett mit dabei. Und ich kann das Ganze aber auch von unten an die Decke anschrauben, dass das Ganze von oben nach unten filmen kann. So wie ihr das braucht, könnt ihr die Kamera individuell befestigen. Was ist noch dabei? Klar, das Netzwerkkabel, wie bei jeder Reolink-Kamera ungefähr einen halben Meter, was ihr dazu bekommt. Für viele Anwendungen ausreichend. Zur Verkabelung im Außenbereich ist das deutlich zu wenig. Da werdet ihr im Regelfall ein neues CAT-Kabel ziehen müssen. Weiterhin gibt es dazu einen Übergang, um die Verbindung zwischen eurem Kabel und dem Anschluss an der Reolink-Kamera wasserdicht zu gestalten. Ihr seht, die Kabelpeitsche auf der Rückseite der Kamera hat zum einen einen Stromanschluss, es gibt kein Netzwerkkabel bzw. kein Trafo dazu und den Anschluss für das Netzwerkkabel. Den Stromanschluss könnt ihr nutzen, braucht ihr aber nicht, denn diese Kamera arbeitet mit PoE, Power over Ethernet. Das bedeutet, ihr könnt die Stromversorgung ganz einfach über das ganz normale Netzwerkkabel darstellen. Ihr müsst kein separates Kabel oder irgendwas anderes extra dorthin ziehen. Wenn euch das Thema genauer interessiert, wie funktioniert PoE, wie richte ich das Ganze ein und welche Komponenten brauche ich dafür, dann schaut mal oben in die Ecke, da verlinke ich euch eins meiner anderen Videos, wo ich auf dieses Thema deutlich tiefer eingehe. Übrigens, ich habe es hier noch liegen. Die Kamera, die ihr eben gesehen habt, beziehungsweise die mich eben gefilmt hat, das ist meine RLC 1212A. Diese Kamera habe ich auch schon eine Weile im Test im Garten laufen. 12 Megapixel Auflösung und die Nachtaufnahmen, die sind wirklich klasse. Wenn ihr dazu mehr wissen wollt, abonniert meinen Kanal. Das Video wird in Kürze folgen. Was ist noch dazu? Klar, die Unterlagen. Bei den Unterlagen, eine Bedienungsanleitung in Papierform, heutzutage Seltenheitswert und natürlich in mehreren Sprachen, unter anderem auch in Deutsch verfügbar. Es gibt einen Infozettel für die Installation am NVR, nämlich der Hinweis, sollte die Kamera nicht direkt erkannt werden, muss zuerst die Firmware aktualisiert werden, und zwar die Firmware vom Reolink NVR, vom Netzwerk Videorekorder. Es gibt eine Bohrschablone dazu, einmal für die Wand bzw. für die Deckenmontage und Wall. Die Wandmontage ist auch mit dabei. Und wer mag, kann seinen ungebetenen Gästen vorab schon zeigen mittels dieser Aufkleber: Achtung, wenn du zu mir kommst, dann bitte recht freundlich, immer lächeln, du wirst gefilmt. Die Kamera hat eine
Kabelpeitsche, wie eben schon gezeigt, auf der Rückseite verläuft die hinaus. Ihr könnt also diese Kamera direkt so installieren, dass dahinter das Bohrloch durch die Hauswand hindurch erfolgt. Allerdings müsst ihr darauf achten, dass das Loch groß genug ist, um eben diese beiden Adapter gleichzeitig dort mit hindurchzuführen. Alternativ kann ich das Ganze hier auch nach oben wegziehen und dann eben andersweitig das Kabel unterbringen. Da muss ich mal schauen, wie ich das regle, denn ihr wisst, ich nutze für meine anderen Kameras regelmäßig diese Dosen, wo über verschiedene Schraublöcher die Reolink-Kameras direkt verschraubt werden können. Was braucht es noch, um diese Kamera in Betrieb zu nehmen? Klar, eine Aufzeichnungsmöglichkeit. Ihr könnt die Daten der Kameras jederzeit live anschauen, entweder auf dem Mobilfunktelefon, auf dem Smartphone oder eben am Computer über den Client. Ihr könnt den Browser nutzen oder wie ich zusätzlich noch den NVR mit einem eigens angeschlossenen Bildschirm. Man kann auch alles gleichzeitig nutzen, wenn man einen Overflash haben möchte. Funktioniert auf jeden Fall super. Ich nutze neben meinem NVR nicht nur die Festplatte, also zum Aufzeichnen, sondern habe grundsätzlich in jeder Kamera nochmal zusätzlich eine SD-Karte verbaut. Warum? Klar, eine Absicherung. Die Daten, die die Kamera aufzeichnet, je nachdem, wie ich das Ganze einstelle, ob jetzt nur Bewegungsalarme oder eine 24/7-Aufnahme, werden grundsätzlich auf der großen Festplatte in meinem NVR gesichert. Zusätzlich werden die Daten aber auch auf der SD-Karte gesichert. Bedeutet, ich habe zwei getrennte Systeme. Der Vorteil ist, fällt mir eines dieser Systeme aus, habe ich immer noch das Backup, um auf die Daten zugreifen zu können. Und das Schöne ist, ich kann tatsächlich auf beide Systeme getrennt zugreifen. Ich kann den NVR abfragen und ich kann die SD-Karte abfragen und kann sogar für beide getrennt einstellen, wann, wo, was, wie aufgenommen werden soll. Ein nicht uninteressanter Aspekt, wie ich finde. Um die Kamera bzw. die SD-Karte in die Kamera zu bekommen, gibt es auf der Unterseite der Kugel einen SD-Slot. Mit einem Schraubendreher kann der ganz normal geöffnet werden und die SD-Karte kann hier eingefügt werden. Das Ganze einfach bis zum Anschlag hineinstecken, bis dieser kleine Widerstand kommt, drüber hinaus und dann das Ganze wieder wasserdicht verschließen. Denn wasserdicht ist diese Kamera, klar, die ist für den Außeneinsatz gemacht und auch dafür geeignet. Tja, so viel zur Kamera. Wenn ihr dazu Fragen habt zu den Einstellungen, schaut in meine Videos, die ich euch oben verlinke. Schaut mal unten in die Beschreibung. Dort findet ihr weitere nützliche Tipps. Wenn ihr einmal unter dem Video seid, vergesst bitte nicht, mir den Daumen nach oben zu geben, wenn euch dieses Video gefällt. Und natürlich auf Abonnieren klicken, falls ihr das noch nicht getan habt, damit ihr auch die neuen und folgenden Videos nicht verpasst. Und wenn ihr euch fragt, wo das andere Zeug alles zu besorgen ist, SD-Karten, die Doms, die anderen Kameras und dergleichen, auch die habe ich euch unter dem Video verlinkt. Schaut doch einfach mal hinein in die Beschreibung, dort werdet ihr auf jeden Fall fündig. Ansonsten schreibt mir einen Kommentar, ich freue mich auf den Austausch mit euch. Ich habe die Reolink Trackmix Kamera in mein LAN-Netz eingebunden und sie wurde mir automatisch im Client angezeigt. Ich habe die Kamera einmal als SD-Variante separat einzeln hier auf der linken Seite stehen und zusätzlich ein weiteres Mal über meinen NVR. Im Einzelmodus sehe ich, dass die Kamera bereits zwei Kanäle hat. Was ihr jetzt seht, ist das Weitwinkelobjektiv und ich kann an dieser Stelle umschalten auf den Zoom. Da seht ihr, das ist schon deutlich näher dran. Über die Einstellungen wechsle ich in das Menü und ihr seht, die Möglichkeiten, die ich habe, sind die gleichen, die ich auch an jeder anderen Reolink-Kamera habe. Ich gehe hier nur auf die Besonderheiten der Trackmix-Kamera ein. Wenn ihr wissen wollt, was man hier an der Seite alles einstellen kann und einstellen sollte, dann schaut mal oben rechts in die Ecke. Dort verlinke ich euch meine anderen Videos zur Installation, zum Einrichten einer Reolink-Kamera. Im Menü Stream habe ich Einstellungen vorgenommen. Ich habe die Auflösung auf 8000 Kilobit festgelegt. Standardmäßig ist diese nur auf 6144. Die Auflösung ist mit 3840 x 2160 vorbelegt. Hier kann ich nichts weiter ändern und die Wiedergaberate mit 25 Bildern pro Sekunde ist auch hier auf dem Maximum.
Was habe ich noch eingestellt? Den Bitratenmodus. Ich nutze gerne die konstante Variante. Das bedeutet, unabhängig von den Bewegungen, die im Bild stattfinden, wird immer der maximale Datenstrom generiert und auch gespeichert. Ich wechsle nun in das Menü Bewegungserkennung und hier fällt auf, dass es ein neues Menü gibt, und zwar den Punkt Auto-Tracking. Wenn ich diesen deaktiviere, habe ich die gleichen Einstellungen, wie ich sie auch in jeder anderen Kamera habe. Auto-Tracking, das ist neu, das hatte ich bisher noch nicht gehabt. Ich habe ausgewählt, dass bitte Personen und Tiere nachverfolgt werden sollen. Die Fahrzeuge und ähnliches, ihr seht es hier, das ist mein Garten, da brauche ich natürlich nichts nachverfolgen. Es gibt verschiedene Methoden der Nachverfolgung. Es gibt ein digitales Tracking, es gibt das Tracking mit der Priorität digital und das Tracking mit Pan-Tilt, also mit der reinen Bewegung der Kamera. Das nächste Menü ist der horizontale Verfolgungsabgleich. Auch diesen habe ich bereits eingerichtet und dieser Abgleich macht eins: Er stellt sicher, dass die Kamera sich nur in einem festgelegten Bereich zwischen linker Seite und rechter Seite aufhält. Ich habe alle notwendigen Einstellungen getroffen, damit das Tracking auf der Kamera funktioniert. Ich befinde mich im Weitwinkelmodus und wechsle nun in den PTZ-Modus, an welchem ich die Kamera über den Cursor direkt manuell bedienen kann. Ich kann die Kamera nach rechts, nach links, oben, unten entsprechend ihrer Spezifikation ganz frei bewegen. Ich habe weitere Möglichkeiten, die ich hier einstellen kann. Unter anderem die Kalibrierung, den Wachpunkt oder Presets, die ich festlegen kann. Der Punkt Geschwindigkeit ist meiner Meinung nach durchaus relevant. Wenn ich die Kamera nun einmal nach rechts bewege, seht ihr, dass das Bild relativ unscharf ist, wenn die Kamera sich zu schnell bewegt. Deswegen macht es meiner Meinung nach Sinn, das Ganze vielleicht ein wenig nach unten zu setzen, dann bleibt das Bild ein wenig schärfer. Sobald die Kamera zum Stillstand kommt, wird aber automatisch nachgeschärft. Die Kalibrierung erlaubt mir einen Selbsttest, das bedeutet, die Kamera fährt alle Richtungen an, setzt sich zurück und geht direkt wieder auf den Startpunkt. Das ist der sogenannte Wachpunkt. Den lege ich fest, indem ich mir die Kamera so ausrichte, wie ich sie haben möchte, und klicke dann einmal unten auf Wachpunkt festlegen bzw. zurücksetzen in meinem Falle. Bedeutet, wenn die Kamera einem Objekt folgt oder auf irgendeiner anderen Position als eben diesem Wachpunkt festgelegt ist, wird nach 60 Sekunden in meinem Fall die Kamera automatisch wieder in diese Starteinstellung, in diesen Startblickpunkt zurückwechseln. Presets kann ich natürlich auch noch anlegen. Das habe ich bereits gemacht und habe die Kamera einmal nach links gefahren und dort praktisch einen festen Punkt angelegt. Wenn ich diesen anklicke, fährt die Kamera automatisch auf diesen Punkt. Ich habe mir einen Preset-Punkt rechts angelegt, auch da fährt sie automatisch hin. Denke ich, eine schöne Funktion für diejenigen, die sie nutzen möchten. Ich wechsle nun zunächst wieder auf meinen Startpunkt und wechsle in den Bereich Zoom. Auch hier kann ich das PTZ-Menü öffnen und habe eine weitere Funktion, nämlich den Zoom. Den Zoom setze ich zunächst zurück und ihr seht, die Aufnahme ist in etwa so wie im Weitwinkelobjektiv. Im Maximum kann man die Objekte durchaus noch erkennen, wenngleich das Ganze nicht mehr so scharf ist. Doch wie sieht das Ganze am Smartphone in der App aus? Ich konnte die Kamera problemlos hinzufügen. Die App hat die Kamera im Netzwerk automatisch erkannt. Und das Schöne an der App-Variante ist, dass ich beide Bilder in einem Bildschirm gleichzeitig habe. Ihr seht oben die Weitwinkelaufnahme und unten den Zoom-Bereich. Das finde ich deutlich schöner als in der Client-Version. Hier habe ich wirklich alles auf einen Blick. Über die PTZ-Steuerung unten am Bildschirm kann ich beide Varianten steuern. Ihr seht, oben passiert relativ wenig im Weitwinkelmodus, während unten im Zoom natürlich viel mehr Bewegung stattfindet. Auch hier habe ich die Möglichkeit, den Zoom näher heranzuzoomen bzw. herauszunehmen, genauso wie ich das brauche. Im heimischen LAN, WLAN-Netz und natürlich auch unterwegs ist das Ganze kein Problem.
Ich habe auch hier die Möglichkeit, mir einen Wachpunkt anzulegen und zu diesem jederzeit zurückzukehren. Und auch die Preset-Punkte kann ich mir hier anlegen und natürlich auch abrufen, einmal nach links und einmal nach rechts. Ich werde nun einen Test machen, wie schnell die Kamera mich tatsächlich erkennt. Ich laufe in das Bild hinein und oben rechts in der Ecke sollte bereits das Signal ertönt sein, dass eine Bewegung erkannt worden ist. Ich rede ganz normal laut, im Moment noch in mein Mikrofon, werde aber die Tonaufnahmen, die die Kamera von mir macht, einspielen. Ich hoffe, man kann das gut hören, genauso wie unsere Wellensittiche, die da hinten ihre Vogelvoliere ihr Unwesen treiben. Die Kamera reagiert auf mich, das kann ich gut erkennen. Sie zoomt an mich heran und wenn ich mich bewege, folgt sie auch meinem Bild. Was meint ihr? Wie ist der Ton zu hören? Kann man mich gut verstehen? Sollte das Ganze vielleicht etwas lauter sein? Gebt mir doch mal ein Feedback unter dem Video in der Beschreibung. Aktuell bin ich auf einer Entfernung von ungefähr 10, 12 Metern. Kann man mich noch erkennen? Mein Video läuft schon wieder länger, als ich es ursprünglich geplant hatte. Leider habe ich nicht alles unterbekommen. Was interessiert euch? Schreibt mir doch mal unter das Video in die Kommentarspalte, worauf ich beim nächsten Mal tiefer eingehen sollte. Sind es die Bildqualitätsstandards? Sind es die Nachtaufnahmen oder die Tonqualitäten? Was sagt ihr zur Tracking-Funktion? Gebt mir doch einfach mal ein Feedback zur Kamera, schreibt mir, was ihr davon haltet, ob sie euch überzeugt hat. Wenn sie euch überzeugt hat, dann nutzt das Geburtstagsgeschenk von Reolink, nutzt den Promo-Link, den habe ich euch unter das Video in die Beschreibung reingesetzt. Reolink feiert 15 Jahre Geburtstag und lässt uns als User, als Nutzer der Kameras daran teilhaben mit besonderen Preisaktionen. Wenn ihr euch mit mir austauschen wollt, natürlich auch gerne in die Kommentarspalte hineinschreiben. Ich freue mich auf eure Erfahrung, auf unsere gegenseitige Unterstützung. Und wenn euch mein Video gefallen hat, dann jetzt auf jeden Fall den Daumen nach oben und vergesst nicht das Abo für meinen Kanal, denn in Kürze folgt die nächste Kamera, die ich euch bereits im Test vorbereite. Und wenn ihr wissen wollt, wo das andere Zeug alles zu besorgen ist, ein NVR, der Dom, die anderen Kameras, die ich verwende, dann schaut doch auch mal unter das Video in die Beschreibung. Alles, was ich verwende, was mich überzeugt hat, das habe ich euch dort verlinkt. Eine kleine Provision für mich, aber der Preis für euch, der bleibt der gleiche. Und an der Stelle bedanke ich mich fürs Zuschauen, freue mich auf eure Reaktionen, auf eure Kommentare und sage bis bald zum nächsten Video.